In diesem Video gehen wir kurz darauf ein, wie ihr euren iCloud-Kalender von Apple mit eTermin verbinden könnt. Dazu braucht ihr natürlich einen iCloud-Kalender. Das wähle ich jetzt einfach mal hier aus. Meinen iCloud-Kalender habe ich hier. Und ich brauche natürlich einen Account bei eTermin. Da melde ich mich dann kurz bei eTermin an und gehe links bei Unternehmen auf Synchronisation. Dort werden euch dann schon einige Kalender angezeigt, unter anderem der Apple iCloud-Kalender. Dort müsst ihr dann euch mit der Apple-ID und mit eurem Passwort anmelden. Ich rufe die Seite appleid.apple.com auf. Dann gehen wir auf Anmelden. Hier haben wir schon unsere Apple-ID mit dem Passwort fortfahren, das wir jetzt hier eingeben müssen. So, und hier sehen wir bei Sicherheit Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Das ist schon mal bei mir der Fall, ansonsten würde das nicht funktionieren. Anschließend müssen wir dann ein anwendungsspezifisches Passwort generieren. Das heißt, hier anwendungsspezifische Passwörter, Passwort erstellen. Verwende ein anwendungsspezifisches Passwort, wenn du dich bei Apps oder Diensten anmeldest, die nicht von Apple bereitgestellt werden. So, Passwortbezeichnungen nehme ich jetzt einfach mal eTermin. Klick auf Erstellen. Bestätige dein Passwort, das heißt, wir geben erstmal das Passwort von Apple ein, das wir schon vorher eingegeben haben und haben jetzt ein anwendungsspezifisches Passwort erhalten. Klicken auf Fertig und melden uns anschließend mit diesem Passwort an. Externen Kalender auswählen. Jetzt werden uns alle Kalender angezeigt, die mit unserer Apple-ID verbunden sind. Also wir haben ja verschiedene Kalender, die wir in Apple hier links angezeigt bekommen und können damit einen Kalender zum Beispiel synchronisieren. Dazu nehme ich jetzt einfach Arbeit mit diesem Kalender synchronisieren und somit habe ich meinen Apple iCloud Arbeitskalender mit eTermin synchronisiert. Dies hat den Vorteil, dass jetzt alles, was ich in eTermin eintrage und in Apple eintrage, synchron ist. Jetzt fängt eTermin an, unseren Apple-Kalender Arbeit zu synchronisieren. Auch bei diesem Kalender ist es so, dass wenn wir eine einwandfreie Bedienung von eTermin und dem synchronisierten Apple-Kalender haben möchten, müssen wir auch hier bei den Einstellungen unsere Kalendereinträge verändern. Um die Termine perfekt zu synchronisieren, müsst ihr die Datenstruktur ändern. Das heißt, ihr geht bei Terminkalender links auf Einstellungen und scrollt dann herunter zu Kalendereinträge Titel und Kalendereinträge Zusammenfassung. Hier seht ihr schon Eintragungen von Prozentzeichen und komischen Texten. Ich erkläre euch ganz kurz, was damit gemeint ist. Alle Titel, wenn ihr zum Beispiel einen Termin in eTermin eintragt, dann gebt ihr natürliche Daten ein. Zum Beispiel Last Name, das wäre Nachname, First Name, Vorname. Dann habt ihr Additional 1, das ist einfach ein zusätzliches Feld. Das könnt ihr nachher verändern, das zeige ich euch dann auch. Und ihr seht Phone und E-Mail. Um eine perfekte Synchronisierung, wenn ihr zum Beispiel einen Termin erstellt, mit eTermin herzustellen, müsst ihr die Kalendereinträge im Titel ändern. Das seht ihr, wenn ihr rechts hier auf dieses Fragezeichen geht, dann erscheint hier ein zusätzliches Feld und hier steht es auch schon dran. Wenn Sie eine Synchronisation Google und iCloud aktiviert haben, dann muss der Eintrag zwingend mit den folgenden Feldern starten. Und deshalb würde ich das hier einfach mal rauskopieren. Last Name, First Name, E-Mail und Phone. Als nächstes bei den Zusammenfassungen, da kann man eigentlich drin stehen lassen, was man möchte. Ich nehme hier das BR, ist ein Zeilenumbruch raus. Das Ganze speichern. So, und in der Zwischenzeit müsste eigentlich mein Kalender etwas synchronisiert worden sein von meinem iCloud-Kalender. Gehen wir mal auf Terminkalender und schauen nach. Wir gehen jetzt hier mal auf Monat und wir sehen, zack, hier wurden schon einige Termine übertragen, aber auch das kann eine Weile dauern. Ich entferne die Synchronisation wieder, weil ich dieses so nicht brauche. Und klicke auf Synchronisation deaktivieren. So, und damit habt ihr es geschafft, euer iCloud-Kalender mit eTermin zu verbinden. Wichtig ist, ihr könnt immer nur einen Kalender verbinden, also entweder iCloud, entweder Google-Kalender oder Outlook-Kalender und könnt aber weitere Kalender als lesende einbinden. Das heißt, diese Echt-Synchronisierung, wenn ihr in dem einen was ändert, dann wird es in den anderen übertragen und umgekehrt. Das funktioniert nur mit einem. Einen anderen könnt ihr aber immer lesend hinzufügen, sodass alles nachher aktiv in eTermin eingefügt wird. Und wenn ihr die Sachen lesend hinzufügt in eTermin, wird es automatisch in den Kalender, den ihr bidirektional eingefügt habt, auch eingefügt.